Hallo bei Sohalt, ich teste heute das Welleneisen von Yumna. Das gibt es bei Amazon, es ist relativ günstig und ich möchte jetzt live mit euch sehen, was dieses Glätteisen kann. Heizt schon, so sieht es in echt aus. Ich habe übrigens oben im Video stehen, dass es sich um ein Werbevideo handelt. Das mache ich jetzt in jedem Video, weil ich Produkte zeige, weil ich irgendwelche Produkte teste, vorstelle oder anwende. Das Produkt habe ich kostenfrei zur Verfügung gestellt bekommen, heißt aber nicht, dass ich mich auf irgendeine Meinung festlege. Ihr kennt mich, ich habe auch schon mal ganz schön viel Shitstorm bekommen, weil ich nicht der Meinung war, dass ein Produkt gut war. Und ich sage immer meine ehrliche Meinung, so mache ich das auch in diesem Video. Gut, wir starten direkt mit dem Tutorial und dem Live-Test. Also dieses Gerät hat zwei Hitzestufen, und zwar 180 und 210 Grad. Das hier ist so wie ein Hitzeeisen, wie ein Glätteisen, nur dass es eben wie 3 Lockenstäbe da drin verbaut hat. Es ist also eine Klemme, wo man dann Haarsträhnen einklemmt, also hier dazwischen, und dann macht es Wellen in die Haare. Da habe ich schon mal auf Instagram einige Videos gesehen, wo die Mädels total krass geile Ergebnisse erzielt haben und ich hoffe, dass das bei mir auch klappt. Aber hier wird nichts beschönigt, sondern das wird ganz live und echt getestet. Hier gibt es mal so einen Ständer, da kann ich es draufstellen, dass es mir nicht meine Unterlage verbrennt. Was ich ziemlich cool finde, in diesem Paket sind Haarklemmen mit dabei. 5 Stück. Und die können wir auch gleich verwenden, um die Haare abzutrennen. Ich teile mir mit dem Stielkamm unten eine Schicht Haare ab, denn ich denke, man erzielt hier definitiv bessere Ergebnisse, wenn die Haare, die Strähnchen nicht so dick sind, die man verwendet. Und die Klemmen, die hier dabei sind, die sind ziemlich cool und praktisch, weil man die Haare gleich damit hochklippen kann. So, da habe ich jetzt hier schon mal 2 Strähnchen. Was ich dann immer mache, ist einen Hitzeschutz und gleich ein Styling Spray aufzutragen. Ich habe jetzt hier eins, das sofort auch für Locken da ist. Das heißt, dass die Locken oder Wellen Sprungkraft behalten und nicht so starr fixiert sind. Und das wäre nicht schön, sondern sie sollen ja schon schön schwingen und mitschwingen. Und gleichzeitig ist das hier bis 230 Grad hitzebeständig. Das gebe ich mir auf die Strähnen drauf. Und kämme nochmal durch. Wichtig ist, dass man auch nicht zu viel nimmt, denn die sollen ja nicht klitschnass sein. Die sollen ja nur schön vorbereitet sein. Ich versuche ganz nah am Haaransatz zu arbeiten. Jetzt gebe ich die Strähne hier rein, ziehe bis nach oben und klemme zu. Das geht. Es gibt keinen Timer oder dergleichen. Ich weiß jetzt nicht so genau, wie lange man das jetzt halten muss, aber wir werden es einfach ausprobieren. Ihr seht jetzt, wie nah ich hier an der Kopfhaut dran bin. Das ist okay. Ist auch nicht heiß, ist nur ganz leicht warm. Eigentlich eher sehr angenehm. Und ich glaube, es ist sehr gut, dass man so nah hinkommt mit dem Gerät. Schauen wir uns das mal an. Ha! Ja, das sieht cool aus, oder? Sieht richtig cool aus. Jetzt muss man natürlich unten weitermachen bei dieser Strähne, die noch übrig ist. Und muss jetzt versuchen, mit einer von diesen Röhren auf den Tiefpunkt hier zu kommen. Das ist aber nicht relativ schwer, schau, schon geschafft. Und da klemmt man ein und macht so weiter. Jetzt habe ich eine Strähne übrig gelassen, die nehme ich noch dazu. Ja, das war cool. Und hier wieder unten in die Mulde mit der ersten Röhre einfädeln und so weitermachen. Schau mal, das hat schon gewellt. Also man muss es echt nicht ganz so lang lassen. Vielleicht sogar besser, nicht, dass man sich die Haare beschädigt. Schön ist, dass man die Spitzen jetzt auch hier reinbekommt. Also dass auch nichts von den Spitzen irgendwie übrig bleibt. Alle klappern. Hey, das sieht cool aus, oder? Geile Wellen. Wow. Wow. Machen wir mal weiter. Ich habe auf der Seite wirklich ein Problem von meiner eigenen Koordination.
Ich weiß nicht, ob es euch auch so geht. Also jetzt hier vor allen Dingen, weil das Kabel kurz ist im Bad, hätte ich mehr Bewegungsfreiheit. Dann könnte ich das Kabel besser ausschöpfen. Mein Kabel ist jetzt hier unterm Schreibtisch angesteckt und deswegen habe ich hier ein bisschen koordinatorische Probleme. Ich bin übrigens auf 180 Grad. Das reicht auch bei mir. Okay, die Seite ist nicht ganz so gut geworden. Liegt wahrscheinlich daran, dass ich jetzt kürzer drauf gelassen habe oder dass die Strähne dicker ist. Dann probiere ich es jetzt mal, indem ich diese Strähne nochmal aufteile. Dafür sind die Klemmen super. Man muss, dass es eine schöne Welle wird, wirklich die Haarsträhne gerade reinlegen. Nicht, dass sie aus Versehen schräg reinkommt, wie es bei mir passiert ist. Dann wird es nämlich nicht so schön aussehen. Das ist jetzt wieder gut geworden. Und Achtung, du darfst natürlich nicht an dieses rosafarbene oder roségoldfarbene Eisen hinlangen. Das wird natürlich tierisch heiß. Das ist ja das Eisen, das Hitzeeisen. Vorne wird es nicht heiß, da ist es isoliert, genau wie hinten. Und hier auf dem Griff, das ist kein Problem. Aber eben auf dem Eisen darf man nicht hinkommen. So, das hat doch auch schon schön geklappt. Auch wenn ich mich auf der Seite ein bisschen anstelle, aber das ist mein persönliches Koordinationsproblem. Cool, die erste Lage ist fertig und gelockt und werde es gleich mit etwas Haarspray fixieren, gar nicht viel, sondern nur eine ganz dünne Schicht, dass das erstmal uns nicht mehr kaputt gehen kann. Und wir holen uns eine weitere Haarschicht runter. Eine dünne auch tatsächlich wieder, weil sonst wird das Ergebnis nicht so schön werden. Und du brauchst auch gar nicht unbedingt einen Stielkamm, weil diese Klemmen hier kannst du auch super zum Abteilen benutzen. Bei meinen Haaren, das kann ich jetzt schon gut abschätzen, merke ich, ich muss in 3 Schichten arbeiten. Also das, was jetzt oben ist, kann ich dann an der letzten Schicht verwenden. Das wird gut aufgehen. Wenn du dickere Haare hast, dann musst du sie vielleicht noch in noch mehr Schichten aufteilen. Kann es dann immer einfach ein Stück weiter gleiten lassen und merkt, also das Eisen rutscht dann so in die Kuhle rein von der letzten Welle. Und das ist eigentlich ganz praktisch. Da muss man es nicht komplett rausnehmen, sondern es rutscht tatsächlich hier einfach so weiter. Und was immer ein schöneres Ergebnis liefert, wenn man die Strähnen dünner macht und dafür mehr über die ganze Fläche verteilt, so wie du es da jetzt siehst, lieber dünn und breit auflegen. Klappt nicht immer. Bei mir hat es jetzt hier am Anfang, am Ansatz auch nicht so gut geklappt, wie dann weiter unten. Schau mal, was ich für Wellen jetzt schon habe. Das ist echt cool. Hier bringt es mir sogar, wenn ich nah am Ansatz arbeite, richtig schönes Volumen rein, weil hier die erste Ausbeulung relativ weit oben ist. Das ist Und wenn man es während dem Hitzvorgang so nach oben drückt, die Strähne, und nicht glatt nach unten zieht, dann kann es hier oben sich auch besser noch fixieren in der Welle. Das ist ganz gut, das so zu machen. Dann in dem Moment, wo die Haare auskühlen, in dieser Position werden sie dann bleiben. Das heißt, wenn du sie jetzt wellst und dann glatt ziehst, und sie dann erst kühl werden im glatten Zustand, dann werden sie auch glatt bleiben. Das ist auch der Grund, warum man manchmal, wenn man eben so einen Lockenstab verwendet, sie danach nochmal eingedreht hier oben mit einer kleinen Haarklammer befestigt.
Was ich jetzt gemerkt habe, wenn ich bis 5 zähle oder maximal bis 8 auf einer Stelle, dann reicht das völlig. Also 5 bis 8 Sekunden bei 180 Grad bei einer dünnen Strähne und dann ist die auch fertig. Und die letzte Schicht kommt runter. Fertig mit der Haarpracht. Was sagt ihr denn dazu? Also ich bin super krass begeistert. Das sieht so schön aus. Ich habe jetzt noch nichts weiter damit gemacht, einfach nur sie fertig gewellt. Jetzt könnte man das noch so ein bisschen auskämmen, vielleicht, dass es nicht ganz so stark ist und einfach vielleicht ein bisschen durchwurscheln, vielleicht noch mit Haarglanz arbeiten. Aber ich finde, es ist ein geiles Ergebnis. Es sieht so schön aus. Und das wird auch lange halten, also den ganzen Tag. Und wenn man die Haare über Nacht gut konserviert, das heißt locker hochbindet, vielleicht wenn du in der Nacht viel schwitzt, dann Seidentuch rumwickeln oder so, dann kann so eine Lockenfrisur tatsächlich auch bis zu 3 Tage halten. Das habe ich auch schon mal geschafft. Ich finde es ganz, ganz geil. Ich finde es toll. Ich habe es wirklich jetzt live mit euch hier ausprobiert, das Gerät. Ich hatte es vorher noch nie getestet und deswegen meine Reaktion jetzt. Ich bin total baff. Sieht so schön aus. Und man hat Volumen, gell? Also es ist wie eine richtige Mähne. Wow. Und wenn man es jetzt nochmal mit vorher vergleicht, ich habe von Natur aus glatte Haare, ich habe sie vorher aber geföhnt mit meiner Rundbürste. Dazu habe ich auch schon mal ein Video gemacht, verlinke ich dir unten. Deswegen waren sie auch so super glatt. Aber ich habe von Natur aus glatte Haare. Und dann natürlich mal so einen Lockenkopf zu haben, ist ganz was anderes und gefällt mir. Was ich jetzt noch mache, ich nehme ein Spotlight. Gel ist es, so ein Glossy. Das gebe ich mir jetzt ganz, ganz vorsichtig mit den Fingerspitzen hier rein. Einfach, dass die Haare noch mehr Glanz kriegen und ein bisschen Struktur. So, 5 Minuten später, ich muss das Video kurz unterbrechen, weil es an der Tür geklingelt hat, sehen sie jetzt so aus. Ich bin super zufrieden. Wie gefällt dir denn das Ergebnis? Schreib sie mal. Und alle Produkte, die ich auf dem Gesicht trage, also mit denen ich geschminkt bin und das Welleneisen, alles suche ich dir zusammen und pack's dir in die Infobox, wie immer. Abonniere mich, dass du kein weiteres Video von mir verpasst und gib mir einen Daumen nach oben, wenn es dir gefallen hat und ich freue mich, wenn du nächstes Mal wieder dabei bist. Tschüss!